und Sebastian Vorbach ist hier aus unserer Politikredaktion. Schönen guten Morgen, Sebastian. Und ich gehe mal davon aus, dass dein Aufreger des Morgens auch mit dem gestrigen Abend zu tun hat. Ja, einen schönen guten Morgen. Mein Aufreger des Morgens war Robert Habecks Erklärung gestern für das schlechte Ergebnis der Grünen. Denn Überraschung, es waren wieder die anderen schuld. In dem Fall das Abstimmungsverhalten der CDU hätte die Wähler zu stark zu den Linken getrieben. Und da muss ich schon sagen, der Wirtschaftsminister in der aktuellen Wirtschaftslage, dessen Subventionspolitik stark fragwürdig war, Stichwort Intel, Stichwort Northvolt, findet keine Worte der Selbstkritik, auch keine Worte der Selbstkritik zum Heizungsgesetz. Wir hatten im Wahlkampf noch den Geldpass-Skandal und er konnte seine Sozialabgaben auf Kapitalerträge nicht erklären. Das alles anscheinend kein Grund. Nein, es war das Abstimmungsverhalten der CDU. Und man muss schon sagen, ja, die Linke hat seitdem mobilisiert. Aber man muss da auch mit dem Finger auf SPD und Grüne zeigen, denn die haben dieses Thema ganz stark hochgehoben, sind keinen Kompromiss eingegangen und wollten damit Wahlkampf machen. Und da muss man sagen, wer anderen eine Grube gräbt, fällt manchmal selbst hinein. Und in dem Fall die Grünen und die SPD. Sebastian, Nachricht des Tages. Nachricht des Tages ist, die FDP hat es nicht reingeschafft und damit hat sowohl Christian Lindner als auch Herr Kubicki sein aktives Aus der Politik bekannt gegeben. Die beiden ziehen sich zurück. Das ist natürlich sehr, sehr bitter für die FDP. Das ist sehr, sehr bitter für uns als Berichterstatter, denn ich glaube, mit Kubicki fehlt sicher eine große und vor allen Dingen auch unterhaltsame Persönlichkeit. Hatte man immer eine Schlagzeile. Ja, in diesem Politikbetrieb. Aber man muss sagen, woran ist es gelegen? Wahrscheinlich nach dem Ampelaus, der D-Day-Affäre und dann der Abstimmung mit der AfD, muss man sagen, das FDP-Publikum war schon so klein und einschlägig. Da hätte man durchziehen müssen bei der Abstimmung, beim Zustrombegrenzungsgesetz. Und in dem Fall hat die FDP wirklich da noch auf den letzten Metern, wo sogar in den Umfragewerten ein leichter Aufwind abzulesen war, ist sie leider eingeknickt und war damit für viele der letzten Wähler nicht mehr vertrauenswürdig. Ja, ganz bittere Zeiten für die Liberalen. Sebastian, was wird denn heute für dich wichtig? Wichtig wird, wie die SPD sich nun aufstellt nach dieser Niederlage, der schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten für die SPD. Klingbeil hat gestern von Zäsur gesprochen, von personellen Konsequenzen. Ein Generationenwechsel soll jetzt kommen und mit all diesen Maßnahmen meint er alle Leute außer sich selber. Er möchte jetzt auch noch Fraktionschef werden. Wir sind sehr gespannt, wie vor allen Dingen die Rolle von Herrn Pistorius ausschaut. Ich würde der SPD empfehlen, jetzt eine vernünftige Politik mitzumachen, vor allen Dingen Migrationspolitik, und dabei einen Vizekanzler zu stellen, der in Umfragewerten deutlich beliebter ist als der zukünftige Bundeskanzler Merz, ist vielleicht nicht die schlechteste Strategie für die SPD. Aber sie wird uns sicher überraschen mit irgendwelchen Ideen, die die CDU nicht mitgehen möchte und die auch wahrscheinlich abseits der breiten Bevölkerungswille ist. Vielleicht auch ein bisschen Hoffnung an diesem Montag, Sebastian? Ja, man muss sagen, die 14.000 Stimmen, die dem BSW fehlen, dass sie doch nicht reinkommen. Und das ist keine Schadenfreude dem BSW gegenüber, sondern dass uns Kenia erspart bleibt. Rot, Grün, Schwarz wäre zwar für uns als Berichterstatter und Kritiker sicher unterhaltsam geworden und wir hätten jeden Tag viele Dinge gefunden, über die wir berichten können. Aber man muss schon sagen, wenn man sich anschaut, wie viele hunderte Jobs jeden Tag aktuell wegbrechen, braucht dieses Land vor allen Dingen gute Politik und stabile Verhältnisse. Und die hätte es mit Kenia einfach nicht gegeben. Sebastian Vorbach, Dankeschön. Dankeschön. Danke euch.